Zurzeit sprechen alle von ChatGPT. Auch ich hatte eine Unterhaltung mit ChatGPT. Ich habe nach dem Bürgergeld für Menschen aus dem Ausland gefragt. Dabei ist mir aufgefallen, nicht alles, was ChatGPT schreibt, stimmt. Aber von vorne. Was ist ChatGPT und was war falsch? Das alles erkläre ich dir jetzt. Los geht's! Was ist ChatGPT? ChatGPT ist ein Chatbot. Das bedeutet, dass du mit einem Roboter chatten kannst. Dieser Roboter ist im Internet und arbeitet mit künstlicher Intelligenz. Jeder kann ChatGPT nutzen. ChatGPT ist für alle kostenlos. Außerdem kannst du in allen möglichen Sprachen mit ChatGPT chatten. Ich habe gefragt, ob ChatGPT auch Arabisch spricht. Das hat er auf Arabisch geantwortet. Ja, ich spreche Arabisch und kann mich darin mit Ihnen verständigen. Bei Fragen oder Anliegen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Kannst du mir sagen, ob das gutes Arabisch war? Schreib es in die Kommentare. Jedenfalls bedeutet das jetzt: Wenn du ChatGPT etwas fragst, dann schaut er überall im Internet nach den Antworten nach. In wenigen Sekunden bekommst du dann eine Antwort zu deiner Frage. Man kann die Antworten kaum von den Antworten eines echten Menschen unterscheiden. Du kannst ChatGPT ganz unterschiedlich nutzen. Gibt es ein Beispiel? Zum Beispiel kannst du schreiben: Schreibe meiner Tante Ella einen kurzen Geburtstagsgruß zu ihrem 52. Geburtstag. Dann bekommst du diese Antwort: Liebe Ella, ich möchte dir von Herzen alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ich hoffe, dass dein Tag voller Freude, Liebe und schöner Erinnerungen sein wird. Du bist eine wunderbare Person und ich bin so dankbar, dass du in meinem Leben bist. Herzlichen Glückwunsch zum 52. Geburtstag. Deine Frances. Wow, besser hätte ich es nicht schreiben können. Das war perfektes Deutsch. Was ist gefährlich an ChatGPT? Neulich habe ich für das Video Parteien in Deutschland recherchiert. Dann wollte ich auch ChatGPT als Hilfe nutzen. Ich habe gefragt: Wie viele Parteien gibt es in Deutschland? Die Antwort war: Es gibt derzeit, Stand 2023, insgesamt 34 Parteien. Und das stimmt nicht. Das hatte ich vorher recherchiert. Also habe ich geschrieben: Ich habe aber 53 gelesen. Als Antwort kam: Sie haben recht. Die Anzahl der Parteien hat sich inzwischen auf 53 erhöht. Das war aber nur ein kleiner Fehler. Viel schlimmer war das nächste Beispiel. Dieses Mal habe ich recherchiert: Bürgergeld für Menschen aus dem Ausland. ChatGPT hat wieder Fakten geschrieben. Diese haben fast alle gestimmt. Fast alle waren richtig. Am Ende schreibt ChatGPT aber: Flüchtlinge sollten wissen, dass das Bürgergeld Auswirkungen auf ihren Aufenthaltsstatus haben kann. Also frage ich: Welche Auswirkungen? Und ChatGPT spricht von einer Ablehnung der Verlängerung des Aufenthaltstitels oder sogar einer Ausweisung. Das würde bedeuten, dass die Menschen wieder in ihr Heimatland zurückgehen müssten, nur weil sie Bürgergeld beziehen. Dann habe ich gedacht, da stimmt etwas nicht. Also habe ich beim Jobcenter angerufen. Die meinten, das Bürgergeld ist neutral und hat nichts mit dem Aufenthaltsstatus zu tun. Deswegen meine Bitte an dich: Sei vorsichtig mit ChatGPT. Nicht alle Fakten stimmen. ChatGPT ist eine super Hilfe, um sich inspirieren zu lassen. Aber bitte frag nicht nach wichtigen Fakten. Jetzt möchte ich von dir wissen: Hast du schon einmal ChatGPT genutzt? Wie waren deine Erfahrungen? Schreib es in die Kommentare und teile deine Erfahrungen mit den anderen. Das war's. Und denk dran: Alles wird gut. Bis dann.